Wenn du dir ein neues Mountainbike kaufen willst, stehst du vor einer Herausforderung. Der Markt ist nämlich nicht nur extrem riesig, sondern auch dementsprechend unübersichtlich. In dem Video geben wir dir die Antworten auf die 5 wichtigsten Fragen, die du dir vor dem Bikekauf stellen solltest. Die erste Frage, die man sich stellen muss, ist natürlich immer, wie viel muss ich für ein gutes Mountainbike ausgeben? Und da gibt es schon mal eine gute Nachricht, man muss keine Unsummen investieren, um mit dem Mountainbike Spaß zu haben. Um 1000 € bekommt man Bikes für den sportlichen Einsatz. Unter 800 € sind Bikes meistens eher für den alltäglichen Gebrauch konzipiert, also für den Weg zur Schule oder für den Weg zur Arbeit. Um 1000 € dagegen haben die meisten Bikes schon moderne 1x12 Antriebe, gute Federgabeln und Scheibenbremsen. Für 1500 € und mehr bekommt man bereits wettkampftaugliche Hardtails mit Carbonrahmen wie dieses Modell hier. Wenn euch die Preisklasse interessiert, ist das Rockrider Race 47 ein super interessantes Modell. Und deshalb haben wir dazu einen detaillierten Test unten in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Sinnvolle Fullies gibt es ab 1500 €. Man muss sich aber natürlich bewusst sein, dass es in der Preisklasse um 2000 € beim Fully immer noch viel Luft, vor allem beim Gewicht und bei der Qualität der Anbauteile, nach oben gibt. Wer mehr Geld ausgibt, bekommt leichtere Bikes mit besserer Ausstattung und prestigeträchtigeren Image. Die zweite Frage, die man sich vor einem Mountainbike-Kauf stellen sollte, ist, ob man ein Fully oder ein Hardtail will. Fullies sind mit einer Federung hinten und vorne technisch gesehen die überlegenen Mountainbikes. Im anspruchsvollen Gelände bieten sie nicht nur deutlich mehr Fahrsicherheit, sondern auch mehr Komfort. Aber sie sind auch schwerer, wartungsintensiver und teurer. In vielen Fällen lässt sich die Frage nach einem Fully oder Hardtail aber auch ganz einfach abkürzen. Wenn dein Budget unter 1500 € liegt, dann greif zum Hardtail. Wenn du besonders viel Wert auf den Fahrspaß bergab oder auf Komfort beim Mountainbiken legst, dann ist ein Fully für dich die bessere Wahl. In dem Zug solltest du aber auch mehr wie 1500 € ausgeben, um vernünftiges Material zu bekommen. Außerdem brauchst du dann auch ein bisschen mehr Zeit für die Wartung und die Abstimmung von einem Fully. So ein Fully hat nämlich jede Menge Lager am Hinterbau und ist deshalb etwas komplexer im Aufbau. Die Lager können von Zeit zu Zeit nachgezogen und gefettet und auch das Federbein muss nicht nur eingestellt werden, sondern auch regelmäßig geserviced werden. Mein persönlicher Tipp für alle Anfänger: Gerade wenn euer Budget begrenzt ist, fangt erstmal mit einem Hardtail an. Damit kann man mehr Spaß haben, als die meisten denken. Und wenn euch der Mountainbikesport taugt, könnt ihr später immer nur auf ein Fully upgraden. Die dritte Sache, die du klären musst, ist, welche Bike-Kategorie ist die richtige für dich. Mountainbikes werden über ihren Federweg in gewisse Kategorien aufgeteilt. Da gibt es zum Beispiel die Cross-Country-Kategorie, die Down-Country-Kategorie oder die All-Mountain-Kategorie mit 140 mm Federweg. Je mehr Federweg ein Bike hat, desto abfahrtslastiger wird es. Aber der Federweg bringt auch seine Schattenseiten mit sich. Ab 140 mm Federweg und mehr werden Mountainbikes nämlich relativ schwer und dementsprechend träge im Anstieg. Stell dir also die Frage, wie du den Mountainbikesport für dich selber definierst. Geht es dir nur um den Fahrspaß bergab, dann greif zum Enduro mit 160 mm Federweg und mehr. Wenn du aber mal einen Marathon fahren willst und vor allem der sportliche Aspekt für dich im Vordergrund steht, dann solltest du dir ein Cross-Country-Bike holen. Zwischen den beiden Extremen gibt es die Kategorien All-Mountain, Trailbike und Down-Country. Bei den 3 Kategorien musst du dir aber bewusst sein, dass du immer einen Kompromiss eingehst zwischen Abfahrtsspaß und Tourentauglichkeit. Ein Bike mit viel Federweg braucht außerdem auch dementsprechende Strecken, um sein volles Spaßpotenzial zu entfalten. Deshalb mein persönlicher Tipp: Wenn du nicht direkt in den Alpen oder an einem Bikepark wohnst, dann ist bei der Frage des Federwegs weniger oft mehr. Punkt 4 vor dem Bikekauf sollte die Entscheidung über die richtige Laufrohrgröße sein. Hier gilt die Faustformel: Ab einer Körpergröße von 1,70 m sind 29er Laufräder zu empfehlen. Es sei denn, du legst besonders viel Wert auf ein verspieltes Fahrverhalten von deinem Bike. Dann kannst du auch über Bikes mit 27,5 Zoll Laufrädern nachdenken. 26 Zoll Laufräder sind dagegen nicht mehr zeitgemäß. Tipp 5: Informier dich. Verlass dich beim Bikekauf nicht ausschließlich auf den Rat anderer Biker. Betrachtet man nämlich den Charakter des Handlings, die Sitzposition, den Einsatzbereich oder andere persönliche Vorlieben, dann wird schnell klar, dass der Bikekauf eine super individuelle Sache ist. Das Traumbike von deinem Kumpel entspricht womöglich überhaupt nicht deinen Vorstellungen. Auf bike-test.com haben wir nicht nur eine dicke Kaufberatung mit allen Infos, die du zum Bikekauf brauchst, sondern wir haben auch den kompletten Mountainbike-Markt einheitlich aufbereitet und bewertet. So findest du garantiert dein Traumbike.